So, herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es eine Lok-Vorstellung. Und zwar, ihr habt es wahrscheinlich geahnt, wieder eine 218er. Und zwar die neue Press 218er von Märklin mit der Nummer 39220 als Eurotrain Exklusivmodell. Und ja, ich würde einfach mal sagen, packen wir sie mal aus, weil ich habe sie wie immer nur mal so angeschaut, aber nicht weiter ausgepackt. Das ist alles noch total original. Deswegen holen wir mal das gute Stück raus. So, und da haben wir doch die Lok schon. Ich freue mich wirklich sehr, dass es die Lok gibt. Also ihr habt ja von meiner 218er Sammlung gesehen, ich habe bereits 2 Pressmodelle von Rocco. Und jetzt hier eine von Märklin. Ich glaube, damit ist, ich weiß gar nicht, wie viele Lokomotiven die Press hat. Von dem her, ich glaube, also ich weiß, sie haben natürlich auch ein paar andere, also außer 218er ein paar Modelle oder ein paar Lokomotiven. Also von dem her gibt es da noch Nachholbedarf. Aber ich glaube, von den 218ern, ich weiß, vielleicht weiß das einer, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber es ist wirklich ein tolles Modell, muss ich dazu sagen. Ich habe sie mir vor allen Dingen geholt, weil sie verschiedene Lichtfunktionen hat. Also wir haben hier auch wieder ganz klassisch bei Märklin die Führerstandsbeleuchtung und die Maschinenraumbeleuchtung. Also ihr seht auch hier, der Maschinenraum ist eingerichtet. Bedruckung ist auch wunderbar. Mal sehen, ob es noch ein bisschen schärfer geht. Ah ja. Und das ist die 218057. Aber ursprünglich sieht man, das ist die 218462. Also Press hat die umnummeriert wie alle ihre Lokomotiven. Zumindest die 218er, das kann ich mit Gewissheit sagen. Und sonst ist es sehr ähnlich zur Artikelnummer 39215, der Epoche 4 218er, also auch mit dem großen Lüfter. Nur haben wir jetzt hier den R4000er Motor, deswegen mit den versetzten Hutzen, aber nicht zu arg versetzten Hutzen, sonst wäre es nämlich dann der Peelstick-Motor, also von dem her, das passt alles. Und ja, ich freue mich wirklich vor allen Dingen wirklich mit der Maschinenraum-Innenbeleuchtung und Inneneinrichtung. Das ist wirklich für mich so ein Thema und natürlich auch die Führerstandsbeleuchtung, wo die mittlerweile ja Standard geworden ist. Das sind wirklich so Sachen, die gerade bei Nachtfahrten mit, sagen wir mal, Güterzug oder auch vor Personenwegen das Ganze nochmal heimlich machen lässt. Ja, ich würde sagen, ich würde gar nicht so weit so viel quatschen. Warum ich mir die Lok gekauft habe, ich glaube, das muss ich gar nicht so arg erörtern. Ihr wisst ja, ich mag die 218er wirklich sehr. Es ist einer meiner Lieblingsloks. Und ich glaube, da kann man nie genug haben. Und es ist jetzt Epoche 6 Version in einem schönen Blau. Ich würde sagen, warum nicht? Und ja, und lass uns doch einfach mal die Lok aufgleisen. Und wie immer würde ich euch die Funktionen anhand eines Fahrvideos mit einer kleinen Geschichte präsentieren und laber nicht mehr dazwischen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Anschauen. Macht es gut. Tschüss.